This is Passionate Radio. It's about your passion to be a medical doctor. Listen to successful stories and finally start your own way to become whatever you want. It's your life. It's your passion. This is the Passionate Radio Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Passionate Radio. Heute sind wir wieder im Experten-Special zum Thema Digitalisierung. Wie auch in der letzten Folge ist mein heutiger Experte und Gast der Dr. Dominik Pförringer. Hallo Dominik und mal wieder schön, dass du natürlich mit an Bord bist. Vielen herzlichen Dank, Michael. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch zum Thema digitale Gesundheit. Beim letzten Mal hast du uns so eine, Definition mit an die Hand gegeben, wie man Digital Health, E-Health so greifen kann. Wir haben so eine kleine Anamnese mal dazu auch gemacht. Du hattest von deiner Seite 5 Themenfelder aufgezeigt. Ich wiederhole sie auch nochmal ganz kurz, weil es einfach auch wirklich Kernfelder auch sind. Das ist die Prävention, die Behandlung, die Diagnostik, die Kontrolle und dann abschließend natürlich auch die Verwaltung. Lass uns heute mal das Thema Prävention als erstes rausgreifen. Was gibt es denn da drumherum zu wissen? Wie steige ich denn da am besten ein? Also primär ist festzuhalten, dass diese 5 Punkte natürlich alle nur in Verzahnung miteinander zu sehen sind. Es gibt isolierte Felder, aber insgesamt sind das alles Zahnräder, die miteinander zu tun haben. Beim Thema Prävention, da geht es um Vorbeugung. Ein alter Leitsatz der Medizin ist, Prävention ist die beste Medizin, weil sie natürlich dort angreift, wo das Problem entsteht. Das heißt, man hat die Möglichkeit einzuschreiten, bevor es zur Erkrankung kommt. Die digitalen Möglichkeiten liegen hier im Self-Tracking. Das heißt, ich kann mich selbst überwachen. Ich kann sehen, wie gesund ich meinem Sport nachgehe. Ich kann sehen, wie gut ich meine eigene Gesundheit überwachen kann. Das heißt, wenn ich jetzt so eine App wie Runtastic oder sowas auf meinem Smartphone habe, wo ich meine Joggingrunden aufzeichne, zählt das dann genau schon so in die Kategorie Selbsttracking auf alle Fälle, aber auch was, wo du sagst, hat man den medizinischen Mehrwert gegebenenfalls draus? Nun gut, generell ist mal der meiste Sport richtig angewendet, richtig durchgeführt, aus medizinischer Sicht zu begrüßen, der meiste. Ein reines Self-Monitoring, wie gut ich meine Laufstrecke erhöhe oder wie viel besser ich laufe oder wie viel schneller ich heute gelaufen bin, das ist aus meiner Sicht noch nicht Digital Health, sondern das ist noch Digital Fitness und Self-Monitoring. Also ist nochmal ganz gut nämlich auch abzugrenzen. Jetzt gibt es aber auch so Schnittstellen. Ich nehme einfach so Artikel teilweise wahr, wo es darum geht, man kann seinen Blutdruck erfassen, man kann das auch aus dem iPhone raus, so seine, erste digitale Akte, wenn man so nimmt, oder Patientenakte mit dem Arzt teilen. Wie sind dann die Ansätze zu sehen, die jetzt im Moment gerade jetzt auf dem deutschen Markt langsam Fuß fassen? Gut, da sprichst du eins der Kernthemen an. Der Datensatz ist nur so gut wie derjenige, der ihn auswertet, beziehungsweise da, wo er dann hingelangt. Das heißt, rein Daten zu erheben an sich hat noch keinen medizinischen Charakter, sondern es geht darum, dass sie mit jemandem abgeglichen werden, dass ein Experte sich darum kümmert und dass sie ausgewertet werden. Das heißt, dass sie zum Wohl des Patienten zum Einsatz kommen. Nur zum Monitoren, wie hoch mein Blutdruck oder Puls heute war und wie im Verhältnis zu gestern, ist zwar eine interessante Feststellung, aber ich muss darauf auch reagieren können. Jetzt sind wir ja bei dem Thema Prävention. Also wo siehst du jetzt konkret für den Arzt im täglichen Doing Chancen, das Thema Digitalisierung in der Prävention zu nutzen? Nun gut, Prävention in dem Fall auch gleichzeitig mit Kontrolle. Es ist so, dass der einzelne Patient seine Werte sehr wohl immer zurückspeisen kann. Und wenn wir beim Thema Blutdruck bleiben und jemand jetzt moderat Sport macht, also den sogenannten Cardio-Sport, dann ist es schon so, dass er damit präventiv unterwegs ist und sich vor weiteren Erkrankungen oder einer Aggravation, also einer Verschlechterung der Erkrankung schützt, indem er präventiv jetzt sportlich aktiv wird. Wenn das alles unter medizinischen Voraussetzungen stattfindet und wenn das alles überwacht wird, dann ist das eine präventive Maßnahme, die möglich ist, wobei hier in Deutschland natürlich nicht ganz trivial die Frage ist, wie die Daten vom Patienten zum Arzt kommen können. Hier würde ich dann vorschlagen, dass wir gerade zum Thema Datenschutz oder Datenübertragung vielleicht nochmal eine separate Folge auch aufnehmen, weil es ist ein großes und, wie du gerade richtig gesagt hast, sehr, sehr wichtiges Thema, um da nochmal einzusteigen. Gibt es denn vielleicht, um auch wieder die Folge jetzt kurz zu halten, weil das schon ein grundsätzlich breites Themenfeld ist, noch irgendwas, was du jetzt abschließend zum Thema Prävention jetzt den Hörern mitgeben möchtest?
Gut, Prävention fängt im Kopf an. In dem Moment, wo ich mir vornehme, präventiv aktiv zu werden, ist das schon mal ein ganz, ganz toller Ansatz. Wobei das dann wie mit dem guten Fitnessstudio nicht mit dem Setzen der Unterschrift oder mit dem Herunterladen der App getan ist, sondern man muss sich dann schon jeden Tag selber zwingen, nicht jeden Tag eine Ausrede finden, warum man dieser oder jener Tätigkeit heute nicht nachgekommen ist oder warum man dieses oder jenes heute unterlaufen hat. Das heißt, wenn man präventiv tätig sein möchte, dann gilt wie so oft im Leben Konsequenz und Stringenz, weil sonst bringt das Ganze weder dem Patienten etwas noch dem Arzt. Ich nehme es jetzt für mich einfach mal mit, so auch als kleinen Aufruf, selber diese Möglichkeiten, die es gibt, auch mal zu testen, auch der Arzt selber sich in die Rolle des Patienten zu begeben und in dem Fall Prävention heißt ja nicht nur Patienten, sondern einfach auch des Nutzers zu begeben und einfach seine Erfahrung zu sammeln. Dominik, ich danke dir wieder für deinen Input, für die vielen Hinweise, die du uns hier mit auf den Weg gibst und ja, sag für heute vielen Dank und wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank, Michael. Dir hat dieser Podcast gefallen? Schreibe mir doch bitte eine kurze Bewertung auf iTunes und abonniere die Show. Danke bereits dafür. Jedes Feedback ist willkommen und wird von mir genutzt, diesen Podcast noch stärker zu machen. Du suchst mehr Informationen? Besuche www.pasiomed.de oder schreib mir gerne eine Nachricht an podcast@pasiomed.de. Alles findest du natürlich noch einmal in den Shownotes. This is Passion Radio. It's about your passion to be a medical doctor. Listen to successful stories and finally start your own way to become whatever you want. It's your life. It's your passion. This is the Passion Radio Podcast.